Weil das wird ja leider den meisten nicht so zuteil zu Lebzeiten. Und gut, das Fazit ist, glaube ich, sehr eindeutig. Wir haben natürlich ganz klar unsere Ziele verfehlt. Michael Schumacher. Allein der Name löste einst auf allen Formel-1-Rennstrecken Angst und Respekt aus. 7 Weltmeistertitel, unzählige Rekorde. Er war unantastbar, unaufhaltsam. Bis zu diesem schicksalhaften Tag in den französischen Alpen. Ein Skiunfall, der alles veränderte. Seitdem umgab eine Mauer der Privatsphäre seinen Zustand. Keine Fotos, keine Interviews, nur ein Rätsel. Bisher, 10 Jahre nach Michael Schumachers tragischem Unfall, lieferte seine Frau Corinna überraschende Informationen über den aktuellen Zustand ihres Mannes. Und was sie heute über sein Leben erzählte, ist geradezu herzzerreißend. Kommentieren wir 1. Wenn Sie seinen Namen schon einmal gehört haben, oder nicht? Wenn nicht, was hat sie also verraten? Und was bedeutet das für das Schumacher-Erbe? Bleiben Sie bei uns, um es herauszufinden. Die Offenbarung seiner Frau. In den ruhigen, nach Kiefern duftenden Tälern der Schweiz, versteckt vor der Öffentlichkeit, liegt ein Mann, der einst als der größte Formel-1-Fahrer der Geschichte gefeiert wurde, im Schatten eines Lebens, das er nicht mehr beherrscht. Michael Schumacher, die Legende, die einst dem Tod bei 300 km/h trotzte, kämpft nun mit den stillen Folgen eines ungewöhnlichen Unfalls, fernab von dröhnenden Motoren, blinkenden Kameras und Champagner auf dem Podium. Seit fast einem Jahrzehnt stellen Fans auf der ganzen Welt die gleiche eindringliche Frage: Wie geht es Michael Schumacher wirklich? Seine Familie blieb wortkarg und schützte seine Würde aufs Schärfste. Aber jetzt, nach Jahren des Schweigens und der Spekulationen, hat seine Frau Corinna ein kleines, herzzerreißendes Fenster in die Welt geöffnet, in der sie leben, eine Welt voller Liebe, Schmerz und unvorstellbarer Veränderungen. In den letzten Momenten des Jahres 2013 war Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher in einen schrecklichen Skiunfall verwickelt, bei dem sein Schädel mit einem Felsen kollidierte. Die schreckliche Katastrophe ereignete sich im Ferienort Méribel, der am Fuß der französischen Alpen liegt. Als es zu einer Gehirnblutung kam, mussten die Mediziner eine Notoperation durchführen, um sein Leben zu retten. Nach einer Operation schien Schumacher kurz vor dem Tod zu stehen. Dennoch fiel er Quellen zufolge nach dem Eingriff ins Koma. Die Familie von Michael Schumacher, insbesondere seine Frau Corinna, hat nie Informationen über den Genesungsprozess des Formel-1-Fahrers preisgegeben. Dies war über Generationen hinweg der Fall. Die Privatsphäre von Michael wird stets respektiert und sie hoffen, dass er eine ruhige Genesung haben wird. Corinna gab kürzlich in einer Bemerkung bekannt, dass sich Michael Schumachers Gesundheitszustand auch nach 10 Jahren seit dem Unfall, in den er verwickelt war, nicht wesentlich verbessert hat. Michael ist seit einem Jahrzehnt ans Bett gefesselt und bemüht sich, täglich zu seiner gewohnten Routine zurückzukehren. Fans auf der ganzen Welt, die schon immer an seiner Genesung interessiert waren und sich danach gesehnt haben, werden von dieser Nachricht enttäuscht sein. Darüber hinaus sagte Corinna, dass sie eine anhaltende Angst habe, dass ihr Mann mit den Schmerzen und den Schwierigkeiten, die er durchmachte, nicht klarkommen würde. Obwohl sich die gesamte Familie psychologisch auf das schlimmste Szenario vorbereiten musste, hoffte sie weiterhin auf ein Wunder für Michael. Die Beharrlichkeit und der Glaube der Familie Schumacher sind eine Quelle enormer Inspiration, nicht nur für Michael Schumacher, sondern auch für Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Wir sind dankbar für ihre Unterstützung. In den Jahren nach der Tragödie war Michael Schumachers Leben eine Reise voller Prüfungen und Hindernisse. Die Liebe und Unterstützung seiner Familie und Fans sind für ihn immer ein großer Ansporn, der ihn ermutigt, jeden Tag weiter zu kämpfen, auch wenn sich sein Gesundheitszustand nicht wesentlich verbessert hat. Denn seine Fans und seine Familie sind immer für ihn da. Obwohl sich Michael Schumacher noch nicht vollständig von seiner Tragödie erholt hat, hat der unerschütterliche Einsatz seiner Familie dazu geführt, dass eine Geschichte voller Beharrlichkeit und Erwartung entstanden ist.
In ihrer Eigenschaft als Ehefrau und Verteidigerin der Familie war Corinna immer für Michael da. Sie kümmerte sich um ihn und unterstützte ihn in diesen herausfordernden Jahren. Ein Gespräch, das Corinna mit der Presse führte, machte deutlich, dass die Familie Schumacher alles in ihrer Macht Stehende getan hatte, um Michael ein normales Leben zu ermöglichen. Gemeinsam mit ihren Kindern Mick und Gina lag es immer in ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er die bestmöglichen Bedingungen erhielt. Mick, der Sohn von Michael, verfolgt nun eine Karriere im Formel-1-Rennsport mit der Absicht, die von seinem Vater begründete Tradition fortzuführen. Er behauptete, dass die Hartnäckigkeit, mit der sein Vater kämpfte, eine wichtige Motivationsquelle für ihn gewesen sei und dass sie ihn dazu inspiriert habe, in diesem Sport das höchstmögliche Leistungsniveau zu erreichen. Neben regelmäßigen Besuchen bei seiner Familie schreiben ihm auch Freunde und ehemalige Kollegen von Michael Schumacher, darunter zahlreiche prominente Persönlichkeiten des Formel-1-Rennsports, oft aufmunternde Worte. Sie erinnern sich nicht nur an Michael als talentierten Rennfahrer, sondern auch an ihn als einen treuen und ehrlichen Freund und Teamkollegen. Angesichts der Tatsache, dass Michael Schumacher vor 10 Jahren in einen Unfall verwickelt war, ist es ein guter Zeitpunkt, über die bemerkenswerte Standhaftigkeit nachzudenken, die er und seine Familie an den Tag gelegt haben. Die Fans konnten durch das, was Corinna sagte, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen entwickeln, mit denen ihre Familie konfrontiert ist. Obwohl mehrere Einzelheiten zu Michaels gegenwärtigem Zustand nicht veröffentlicht wurden. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Familie Schumacher ein Beispiel für Stärke und Hartnäckigkeit ist, was sich in ihrer unerschütterlichen Liebe und der Weigerung, aufzugeben, zeigt. Die von ihnen entworfene Erzählung handelte von Liebe und Ausdauer. Und es war diese Erzählung, die die Menschen dazu inspirierte, Michael Schumacher immer zu schätzen und ihm das Beste zu wünschen. Auch wenn die Zukunft voller Hindernisse ist, wird die Familie Schumacher immer von Liebe und Optimismus umgeben sein. Und in den Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt ist Michael Schumacher weiterhin eine Legende. Das liegt nicht nur daran, dass er auf der Rennstrecke erfolgreich war, sondern auch daran, dass er sein Leben mit beharrlicher Zielstrebigkeit lebte. In den letzten 10 Jahren war die Hartnäckigkeit und Liebe, die Michael Schumachers Familie an den Tag legte, für viele andere eine wichtige Motivationsquelle. Seit Michaels schrecklichem Skiunfall im Dezember 2013 sei das Leben anders, aber zusammen gewesen. So Corinna, die diese Informationen in einem ebenso ungewöhnlichen wie ergreifenden Interview preisgab. Sie fuhr fort, den quälenden Kontrast zwischen dem mutigen Mann, den sie geheiratet hatte, und dem Mann, der nun Tag und Nacht ständig Pflege benötigte, detailliert zu beschreiben. Mit zitternder Stimme sagte sie, Michael ist hier. Er ist nicht wie die anderen. Der Mann, der früher in rasender Geschwindigkeit durchs Leben ging, ist nicht mehr derselbe. Das Bild, das Corinna zeichnet, ist das eines Lebens, das still ist. Und es ist erschreckend still. Michael, der früher für seinen Charme und sein wettbewerbsintensives Wesen bekannt war, lebt heute in einer Welt nahezu völliger Abgeschiedenheit. Er ist nicht in der Lage zu kommunizieren. Er kann sich nicht mehr wie früher bewegen. Die kleinsten Signale, wie ein leichtes Grinsen oder eine Augenbewegung, haben sich zu hochgeschätzten Indikatoren für Verbundenheit entwickelt. Achtsamkeit, Stille und Regelmäßigkeit sind die Säulen, auf denen jeder Tag aufgebaut ist. Sein Status ist stabil, aber es gibt keinen Grund für Optimismus. Es ist Corinna, die sagt, er kämpft. Er zeigt mir immer wieder, dass er mächtig ist. Andererseits sehne ich mich nach ihm. Das gilt für uns alle. Ihr Anwesen, das einst ein geschäftiges Zentrum für ihre beiden Kinder und Großverwandten war, ist für sie nun zu einem Ort der Heilung und des Kummers geworden. Experten aus aller Welt werden per Flugzeug angereist. Der Raum, der früher Michaels Büro war, ist jetzt mit medizinischer Ausrüstung gefüllt. Um seinem Zustand gerecht zu werden,
wurde jeder Winkel des Hauses verändert. Es gibt sogar Vorsicht im Entzücken. An ihrer Zuneigung hat sich dagegen überhaupt nichts geändert. Seit mehr als 10 Jahren weigert sich Corinna standhaft, Michaels Seite zu verlassen, um die Person, die sie zuvor angefeuert hatte, vor den Boxengassen auf der ganzen Welt zu schützen. Bestritt sie alles, von öffentlichen Auftritten bis zum Verkauf von Familienbesitz, und lehnte sogar Auszeichnungen ab. Sie erklärt, wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit Michael die Liebe spürt, die wir für ihn empfinden. Genauso wie wir nicht aufgeben, tut auch er nicht beides. Darüber hinaus sind Mick und Gina Michaels Kinder, ihr ganzes Leben lang mit der Last des Schweigens über den Zustand ihres Vaters aufgewachsen. Auch wenn Mick, der im Rennsport in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, selten darüber spricht, nimmt er Michaels Vermächtnis auf jeder Strecke mit, auf der er antritt. In einem seiner Interviews sagte er, ich würde alles dafür geben, wieder mit ihm Rennen zu fahren. Bei der Offenbarung, die Corinna gemacht hat, geht es nicht nur um Verlust. Vielmehr geht es um Hingabe. Der Abschluss ihrer Geschichte ist kein Märchen, sondern vielmehr eine Demonstration dessen, was es bedeutet, für jemanden da zu sein, wenn die Welt ihn nicht mehr auf die gleiche Weise wahrnimmt wie in der Vergangenheit. Ihre Worte sind ein sanfter Schrei nach Verständnis, nach Mitgefühl und vielleicht nach einem Abschluss, nicht nur für ihre Familie, sondern für die Millionen Fans, die immer noch warten und immer noch hoffen, sagte sie. Die Anekdoten, die Corinna über ihre nie endende Suche nach der wirksamsten Therapie für ihren Mann erzählt, die sie dazu veranlasste, erstklassige medizinische Fachkräfte in Michaels Pflegeheim aufzusuchen, zeigen die Liebe und das Engagement, die sie ihrem Ehepartner entgegenbringen. Die Behandlungsabläufe wurden von Ärzten und anderen medizinischen Fachkräften kontinuierlich überprüft und aktualisiert. Dennoch hat sich Michaels Gesundheitszustand durch ihre Bemühungen nicht wesentlich verbessert. Dennoch bleibt die Familie Schumacher angesichts dieser Unsicherheit weiterhin optimistisch und entschlossen. Trotz der Umstände vertrauen sie weiterhin auf Michaels Genesungsfähigkeit und sind bereit, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass er das bestmögliche Leben führen kann. Neben der Unterstützung seiner Familie erhielt Michael Schumacher auch von der Fangemeinde erhebliche Unterstützung. In allen Regionen der Welt wurden Spenden und Gebetsstunden durchgeführt, um ihm und seinen Geschwistern zu helfen. Alle ermutigenden Botschaften und guten Wünsche, die an die Familie Schumacher gesendet werden, dienen als wichtige Inspirationsquelle und geben ihr das Gefühl, dass sie diesen Kampf nicht allein führt. Michael Schumachers Sohn, Mick Schumacher, hat sich als vielversprechender junger Fahrer im Formel-1-Dorf entwickelt und tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Mick Schumacher ist zu einem talentierten Nachwuchsfahrer herangereift. Er glaubt, dass er jedes Mal, wenn er sich ans Steuer eines Fahrzeugs setzt, die Präsenz und den Geist seines Vaters spüren kann. Er sagt das sehr oft. Der spirituelle Segen, den Michael und seine Familie durch Micks Erfolge und Bemühungen auf der Rennstrecke erhalten, ist von größter Bedeutung. Diese Beweise belegen die Beständigkeit und das Wachstum des Schumacher-Erbes. Die Tochter von Michael Schumacher, Gina Schumacher, ist ständig an der Seite ihrer Familie und nimmt an Aktivitäten teil, die der Unterstützung und Pflege ihres Vaters dienen. Darüber hinaus verfolgte sie eine Karriere im Rennsport, wo sie große Erfolge erzielen konnte, was wiederum das Ansehen ihrer Familie steigerte. Es gibt viel Unbehagen und Not auf der Welt. Aber die Erzählung von Michael Schumacher und seiner Familie ist ein Symbol für Beharrlichkeit und Optimismus in dieser unsicheren Welt. Es dient als Erinnerung daran, dass Liebe und die Anwesenheit von Familienmitgliedern an unserer Seite uns dabei helfen können, jedes Hindernis zu überwinden, unabhängig von den Umständen. Auch wenn er eine schreckliche Situation durchmacht, gilt Michael Schumacher immer noch als lebende Legende. Neben der Rennstrecke, aber auch im allgemeinen Lebensverlauf, die Widerstandsfähigkeit von Michael und die ewige Liebe, die seine Familie für ihn empfindet,
werden für immer eine großartige Erzählung menschlicher Stärke sein, die sowohl die aktuelle Generation als auch die kommenden Generationen inspirieren wird. Wir können nur hoffen, dass eines Tages ein Wunder geschieht und Michael Schumacher wieder ein normales Leben führen kann, umgeben von den Menschen, die er liebt, und den Fans, die ihm immer gefolgt sind. Das Leben von Michael Schumacher und seiner Frau Corinna ist eine Erzählung voller Gefühle und Entschlossenheit. Dabei geht es nicht nur um Ruhm auf der Rennstrecke, sondern auch um Ausdauer und Liebe, um die großen Hürden des Lebens zu meistern. Anfang. Schon in jungen Jahren zeigte Michael Schumacher ein starkes Interesse sowohl am Rennsport als auch am Automobil. Im Kartsport startete Schumacher in den Rennsportberuf und arbeitete sich nach und nach an die Spitze der Branche vor. 1991 begann Schumacher seine Karriere im Formel-1-Rennsport beim Jordan-Team. Kurze Zeit später wechselte er zu Benetton und dann zu Ferrari, wo er die meisten seiner größten Triumphe erzielte. Insgesamt gewann Schumacher 7 Weltmeisterschaften, darunter 5 Siege in Folge mit Ferrari in den Jahren 2000 bis 2004. Durch seine zahlreichen Siege und Pole Positions etablierte er sich als einer der erfolgreichsten Rennfahrer in der Geschichte des Sports. Corinna Schumacher, Ehefrau von Michael Schumacher. Das Jahr 1995 war das Jahr, in dem Corinna Betsch und Michael Schumacher den Bund fürs Leben schlossen, nachdem sie sich Anfang der 1990er Jahre kennengelernt hatten. Corinna war diejenige, die Michael immer zur Seite stand und sich um ihn kümmerte, insbesondere in den herausfordernden Jahren nach seiner Verletzung, die er sich auf den Skipisten zugezogen hatte. Die Familie wird von Corinna beschützt, die nicht nur Ehefrau, sondern auch Begleiterin, Managerin und Hüterin des Haushalts ist. Ihr Schutz der Privatsphäre der Familie war unerschütterlich, insbesondere nach Michaels Verletzung. Sie schützte ihn vor übermäßiger Medienaufmerksamkeit und sorgte dafür, dass er die bestmögliche medizinische Versorgung erhielt. Nach dem Unfall ist das Leben so. Michael Schumachers Leben wurde auf den Kopf gestellt. Nachdem er Ende 2013 im französischen Ferienort Méribel in einen Skiunfall verwickelt war. Nach der Tragödie lag er im Koma und erlitt katastrophale Hirnschäden. Corinna und ihre Familie erlitten enormes Leid, da Michael mehrere Operationen und Therapien über sich ergehen lassen musste, die sich über einen längeren Zeitraum hinzogen. Selbst 10 Jahre nach der Tragödie war keine Verbesserung von Michaels Gesundheitszustand erkennbar. Trotzdem kämpfte er weiterhin jeden Tag wegen des Widerstands und der Liebe, die er für Corinna und ihre Familie empfand. Obwohl Michael enorm viel Leid und Schwierigkeiten durchlebt, ist Corinna immer an seiner Seite, kümmert sich um ihn und ermutigt ihn. Familie Schumacher. Gina Schumacher wurde 1997 geboren und Mick Schumacher wurde 1990 geboren. Zur Familie Schumacher gehören 2 Kinder, Gina Schumacher und Mick Schumacher. Neben ihrer eigenen Arbeit zeigen beide ihren Eltern immer wieder Liebe und Respekt. Während Mick in die Fußstapfen seines Vaters trat und eine Karriere im Formel-1-Rennsport begann, konzentrierte sich Gina auf die Entwicklung ihrer Skifähigkeiten und wurde eine versierte Skifahrerin. Während Mick Schumacher die Pisten hinuntergleitete, biss ihm die scharfe Bergluft ins Gesicht. Das rhythmische Rauschen der Skier, die durch den Neuschnee schnitten, begleitete ihn ständig beim Abstieg. Es war ein Tag, den er nie vergessen würde. Es war in jeder Hinsicht wunderbar. Andererseits änderte sich alles schlagartig. Michael Schumacher, sein Vater, war in einen herzzerreißenden Unfall verwickelt. Michael Schumacher hatte 7 Formel-1-Weltmeisterschaften gewonnen. Der Mann, der in der Vergangenheit unschlagbar gewirkt hatte, lag nun da und kämpfte um sein Leben. An diesem Tag im Dezember 2013 war Mick erst 14 Jahre alt und wurde Zeuge der Katastrophe, die seine Welt für immer verändern würde. Eine Realität blieb jedoch auch in der folgenden Stille unerschütterlich, zu der auch das Geheimnis um den Zustand seines Vaters und die Schwere der Trauer seiner Familie gehörten. Michael Schumacher
war sein Idol. Mick hatte seine Kindheit im schweizerischen Vauclins-le-Château verbracht, das weit entfernt von den grellen Lichtern und heulenden Motoren der Rennstrecke lag. Aber er hatte ein natürliches Talent für den Rennsport. Michael, sein Vater, war so etwas wie eine Legende. Sein Onkel Ralf Schumacher hatte sich in der Formel 1 einen Namen gemacht. Der Geschwindigkeitsroute folgte sogar sein Cousin David, der ebenfalls zu schnell unterwegs war. Mick Schumachers Mutter hingegen, Corinna Schumacher, hinterließ ihr eigenes Erbe, indem sie Westernreit-Europameisterin wurde, Gina Maria. Seine Schwester hatte ebenfalls Erfolg in der Welt des Pferdesports und schloss sich demselben Lebensstil an. Die raue, mechanische Intensität des Motorsports und die friedliche, kontrollierte Anmut des Reitens waren zwei Extreme, zwischen denen ihre Familie tanzte. In gewisser Weise war ihre Familie ein Ballett zwischen den beiden Extremen. Der junge Schumacher schien für Großes bestimmt zu sein und wurde nach Mick Doohan benannt, der 5-mal die Motorrad-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Mit zunehmendem Alter wuchs auch sein Wunsch, auf der Bahn an Wettkämpfen teilzunehmen. Micks Eltern versuchten alles in ihrer Macht Stehende, um ihm eine normale Kindheit fernab der intensiven Präsenz des Rampenlichts zu ermöglichen, obwohl er der Sohn eines der berühmtesten Rennfahrer in der Geschichte des Sports war. Gina Maria Schumacher, Micks ältere Schwester, trat in die Fußstapfen ihrer Mutter und wurde professionelle Westernreiterin. Seine Mutter, Corinna Schumacher, war eine erfolgreiche Reiterin, die die Europameisterschaft im Westernreiten gewann. Die Fackel tragen. Es war im Jahr 2000, als Mick zum ersten Mal öffentlich über seinen Vater sprach. Die Worte „mein Idol", „mein Vorbild", die er auf direkte Weise ausdrückte, hatten das Gewicht von Bewunderung und Verlust zugleich. Außerdem sprang er im selben Jahr vor dem großen Preis von Belgien in den alten Benetton B91, der seinem Vater gehörte. Dies war das Fahrzeug, das Michael seinen ersten Meisterschaftstriumph beschert hatte. Mit einem Brüllen sprang der Motor zum Leben. Für einen kurzen Moment schien es, als hätte sich die Zeit auf sich selbst zurückgezogen und die Vergangenheit und die Gegenwart zusammengebracht. Einen Vater und einen Sohn, die sowohl durch Geschwindigkeit als auch durch Geschichte verbunden waren. 3 Jahre später, im Jahr 2020, zollte er seinem Vater erneut Tribut, indem er in Mugello den legendären Ferrari F2004 fuhr, um an das 1000 Rennen zu erinnern, an dem die Scuderia Ferrari teilgenommen hatte. Dieses Mal setzte er den Helm auf, der seinem Vater gehörte. Es war mehr als nur eine Hommage, es war ein Gelübde, den Namen Schumacher in ihren jeweiligen Bereichen fortzuführen. Geist über Materie. Aber beim Rennen ging es nicht nur um Geschwindigkeit, es war ein Kampf des Geistes, eine Prüfung der Konzentration und Belastbarkeit. Für Mick wurde ein unerwartetes Werkzeug unverzichtbar: Schach. An einem Wochenende möchte ich mental immer für jede Herausforderung bereit sein, sagte er einmal. Ich habe das Gefühl, dass diese Spiele den Fokus zurückbringen, da man immer mit dem Kopf eingeschaltet sein muss. So wie er seinen nächsten Zug auf dem Schachbrett berechnete, ging er jedes Rennen mit Präzision, Strategie und Geduld an. Beim Schumacher-Erbe ging es immer um mehr als nur rohes Talent. Es ging um das unermüdliche Streben nach Perfektion. Mick Schumacher trägt einen Namen, der durch die Hallen der Motorsportgeschichte hallt, aber seine Reise ist seine eigene. Mit jedem Rennen, jeder Runde, jeder Lenkradumdrehung tritt er nicht nur in die Fußstapfen einer Legende, er geht seinen eigenen Weg. Und irgendwo, im Dröhnen eines Motors oder im Flüstern des Windes über dem Asphalt, verweilt der Geist seines Vaters beobachtend, führend, stolz. Ein verborgener Name, ein wachsendes Erbe. Im leisen Summen einer Kartbahn, wo sich der Kraftstoffgeruch mit der frischen Morgenluft vermischte, festigte ein junger Rennfahrer seinen Griff um das Lenkrad. Sein Name? Mick Betsch, zumindest schien es so. Nur wenige wussten, dass unter dem Helm der Sohn einer Legende steckte,
der Erbe einer der größten Formel-1-Dynastien. Um dem Glanz der Erwartung zu entgehen, hatte Mick Schumacher den Mädchennamen seiner Mutter angenommen und ging seinen eigenen Weg, ohne dass die Last des Ruhms seines Vaters auf ihm lastete. Im Jahr 2008 begann Micks Motorsportreise. Die meisten großen Rennfahrer haben im Kartsport ihre ersten Erfahrungen gemacht, und er bildete da keine Ausnahme. Aber im Gegensatz zu anderen jungen Hoffnungsträgern trug allein sein Name ein Vermächtnis in sich, eines, das entweder Türen öffnen oder jede seiner Bewegungen begleiten konnte. Er war fest entschlossen, aus eigener Kraft erfolgreich zu sein und fuhr unter einem Decknamen weiter. Es dauerte nicht lange, bis das Flüstern begann. Und schon bald, auch ohne den Namen Schumacher, sprach sein Talent mehr als seine Identität. Die Entstehung eines Champions. 2011 und 2012 fuhr Mick in der Kf3-Klasse des ADAC Kartmasters und belegte den 9. bzw. 7. Platz. Im selben Jahr stand er beim Euro Winter Cup auf dem Podium und belegte den 3. Platz. Eine Leistung, die er im folgenden Jahr wiederholte. Mit jeder Saison wurde sein Name, ob Betsch oder Schumacher, unübersehbar. Im Jahr 2013 wurde die Juniorenklasse in KF Junior umbenannt und Mick machte sich einen Namen. Er sicherte sich den 3. Platz in der deutschen Meisterschaft und im CIK-FIA International Super Cup und bewies damit, dass er kein gewöhnlicher Rennfahrer war. Doch erst 2014 festigte seinen Aufstieg wirklich. Jetzt, unter einem anderen Pseudonym, Mick Jr., stürmte er mit unbestreitbarem Hunger durch die Kartrennstrecke. 2. Platz bei der deutschen Meisterschaft. Vizemeister sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei der Weltmeisterschaft. Seine Fähigkeiten waren unbestritten. Die Welt begann aufmerksam zu werden und kein Pseudonym konnte ihn mehr verbergen. Obwohl Mick sich nach besten Kräften bemühte, unauffällig zu bleiben, sorgten Micks Kartsiege für Schlagzeilen. Die internationale Presse brachte bald die Wahrheit ans Licht. Es handelte sich nicht um einen gewöhnlichen Fahrer, dies war der Sohn von Michael Schumacher. Aber bis dahin spielte es keine Rolle mehr. Mick hatte seinen Wert bereits bewiesen. Er war nicht nur der Sohn eines Champions, er war selbst ein Rennfahrer. Und er hatte gerade erst angefangen, vom Kartsport zum Formel Glory. Mick Schumacher stand am Anfang der nächsten Phase seiner Motorsportkarriere, nachdem er seine Jahre im Kartsport beendet hatte. Sein Name war mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Nicht nur als Sohn einer Legende, sondern auch als aufstrebende Berühmtheit. Nach seinem Wechsel vom Kartsport zum Einsitzer im Jahr 2015 wechselte Mick zu Van Amersfoort Racing, um an der deutschen ADAC Formel 4 Meisterschaft teilzunehmen. Es war eine bedeutende Veränderung, die viele junge Talente vor ihm auf die Probe gestellt hatte. In seiner Debütsaison erlebte er sowohl Lernkurven als auch geniale Momente. Er stand in seinem ersten Rennen auf dem Podium und demonstrierte damit Potenzial, auch wenn er den Titel nicht gewann. Im folgenden Jahr wechselte er zu Prema Power Team, einem Unternehmen, das für die Entwicklung neuer Treiber bekannt ist. Die Entscheidung zahlte sich aus, denn Mick sicherte sich mehrere Siege und Podestplätze und wurde Zweiter in der deutschen und italienischen F4-Meisterschaft. Wieder einmal war der Name Schumacher in den Nachrichten. Mick stieg 2017 in die FIA Formel 3 Europameisterschaft auf, nachdem er sein Können in der Formel 4 unter Beweis gestellt hatte, diesmal beim Start für das Prema Power Team. Aufgrund der harten Konkurrenz durch erfahrenere Nachwuchsfahrer war seine erste Saison ein Jahr des Lernens. Auch wenn er das Rennen nicht gewann, war die Erfahrung unbezahlbar. Dann kam 2008, das Jahr, das alle Veränderungen mit sich brachte. Mick hatte einen schleppenden Start in die Saison, war aber in der zweiten Hälfte nicht mehr aufzuhalten. Nachdem er 5 Rennen in Folge gewonnen hatte, kletterte er an die Spitze der Meisterschaft. Mick Schumacher gewann mit 8 Siegen, 14 Podestplätzen und 7 Pole Positions den Titel des FIA Formel 3 Europameisters. Es war sein bisher größter Erfolg und er geschah auf der historischen Rennstrecke von Hockenheim
wo sein Vater so viele Rennen gewonnen hatte. Es war schwer, Michael Schumachers Vermächtnis zu übersehen. Und zum ersten Mal wurde Mick diesem Erbe gerecht. Kampf. Nachdem er erfahren hatte, dass seine Mutter, Corinna Schumacher, einen Gehirntumor hatte, musste Mick Schumacher in seinem Privatleben schreckliche Schmerzen ertragen. Diese Krankheit verursacht nicht nur Schäden und körperliche Verletzungen, sondern hat auch erhebliche psychische Auswirkungen auf die Familie. Dieses Leid musste Mick trotz seiner zahlreichen Rennsiege ertragen. Frau Corinna war einst eine starke Frau, eine prominente spirituelle Führerin und Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Familie Schumacher. Corinna Schumacher kümmerte sich um die Familie und beschützte sie. Nachdem ihr Mann Michael Schumacher 2013 einen schrecklichen Skiunfall hatte und ins Koma fiel. Um Michaels Privatsphäre zu schützen, versuchte sie außerdem, jegliches Wissen über seinen Zustand zu verbergen. Aufgrund ihrer unerschütterlichen Hingabe und Opferbereitschaft sind sie in dieser schwierigen Zeit zu einem Symbol für Beharrlichkeit und Standhaftigkeit geworden. Andererseits verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand durch Corinnas Gehirntumor allmählich. Personen, die der Familie Schumacher nahestehen, gaben an, dass Frau Corinnas Gesundheitszustand ihr Probleme bereitete, darunter auch das Erinnern an und die Aufrechterhaltung alltäglicher Aktivitäten, die sie verrichtete. Obwohl Frau Corinna früher die spirituelle Erzieherin der Familie war, vergisst sie regelmäßig Dinge, die Mick und seine Familie hilflos und deprimiert machen. Je deutlicher die Krankheitssymptome wurden, desto offensichtlicher wurde, dass Corinna nicht in der Lage war, effektiv oder sogar ohne Kontext zu sprechen, was ein Zeichen für die Entwicklung der Krankheit ist. Da sich der Gesundheitszustand seiner Mutter verschlechtert, durchlebt Mick eine schwer zu beschreibende Qual. Auch wenn er sich normalerweise auf den Rennsport und seine eigenen Angelegenheiten konzentrieren muss, versucht Mick immer, Zeit für seine Familie zu finden. Insbesondere in schwierigen Zeiten bei seiner Mutter zu sein. In Interviews erwähnt Mick nur selten den Gesundheitszustand seiner Mutter. Dennoch lassen seine wenigen Kommentare andere den Schmerz spüren, den er durchmacht. Neben den Anforderungen seiner Rennkarriere muss er sich auch mit der Angst auseinandersetzen, seine geliebte Mutter zu verlieren. Die Krankheit, an der Frau Corinna litt, betraf nicht nur sie persönlich, sondern auch die gesamte Familie Schumacher. Obwohl sich Michael immer noch von der Verletzung erholt, kann er seiner Frau nicht mehr so viel helfen wie früher. Das bedeutet, dass Mick mehr emotionale und körperliche Verantwortung übernehmen muss. Er ist nicht nur ein Sohn, sondern fungiert auch als Stütze und versucht, die Stimmung der Familie in dieser schwierigen Zeit zu heben. Andererseits ist Mick ein starker, geduldiger Mensch, der nie die Fassung verliert. Er ist sich bewusst, dass seine Mutter eine mutige und starke Frau war, die ihre Familie nie aufgegeben hat. Dies wird für Mick eine starke Motivation sein, weiter auf der Rennstrecke zu kämpfen. Denn er glaubt, dass seine Bemühungen und die Leistungen seiner Mutter ihm in diesen schwierigen Zeiten Glück und Hoffnung geben werden. Mick hatte sein ganzes Leben lang eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter Corinna. Während Micks gesamter Rennkarriere war Corinna seit ihrer Kindheit seine größte Unterstützerin und Bewundererin. Sie ist nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Freundin, Lehrerin und jemand, der ihn während des Prozesses immer unterstützt. Micks Fortschritte und sein aktueller Status als Rennfahrer wurden durch Corinnas Anwesenheit in seinem Leben sehr gefördert. Mick fühlt sich machtlos, da er nichts tun kann, um seiner Mutter zu helfen, deren Gesundheit durch die schreckliche Krankheit zerstört wird. Er kann nur für sie da sein und ihr zeigen, wie sehr er sich um sie kümmert. Mick hat täglich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich seine Mutter in ihrer Umgebung wohlfühlt und wohlfühlt. Er weiß, dass seine Liebe und Präsenz im Moment das Wichtigste sind, auch wenn die Krankheit seine Mutter nach und nach aus der realen Welt raubt. Obwohl die Geschichte der Familie Schumacher tragisch ist, von Michaels Tragödie bis zu Corinnas Krankheit, dient sie auch als Beispiel für die Kraft der Liebe und die Bindungen, die innerhalb von Familien geknüpft werden.
Auch wenn Mick ständig mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, bleibt er standhaft in seinem Glauben und hält an der Hoffnung fest, dass seine Mutter irgendwann etwas Glück und Gelassenheit finden würde. Aus Sicht der Öffentlichkeit ist Mick Schumacher nicht nur ein erfahrener Fahrer, sondern auch ein starker Mann in seinen schwierigsten Zeiten und ein kindischer Sohn. Trotz der vielen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, empfanden viele seine Liebe und Loyalität zu seiner Familie, insbesondere zu seiner Mutter, als ermutigend. Mick wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren weiterhin Rennen fahren, aber im Moment ist die Anwesenheit seiner Familie, insbesondere seiner Mutter, die ihm in jeder Lebensphase immer zur Seite steht und ihn unterstützt, wichtiger als alle Siege oder Titel, die er errungen hat. Die Liebe und Zusammengehörigkeit der Schumachers bleiben die Hauptinspirationsquellen, die Mick und seine Familie auf dem richtigen Weg halten, alle auftauchenden Hindernisse zu überwinden, obwohl Mrs. Corinnas Krankheit für sie eine große Belastung darstellt. Das Leben von Michael und Corinna Schumacher ist eine Geschichte von Liebe, Ausdauer und Mut. Auch wenn sie vor großen Herausforderungen stehen, sind sie immer zusammen und unterstützen sich gegenseitig und ermutigen sich gegenseitig, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Ihre Liebe und Solidarität sind für viele eine Inspiration und beweisen, dass wir jede Herausforderung im Leben mit Liebe und Entschlossenheit meistern können. Michael Schumacher ist vielleicht nicht mehr der Mann hinter dem Steuer, aber in der Stille seines Zuhauses, umgeben von denen, die ihn am meisten lieben, führt er ein Rennen einer anderen Art fort, eines Rennens der Ausdauer, des Gedächtnisses und des Willens zum Weiterleben. Glauben Sie, dass die Familie die richtige Entscheidung getroffen hat, die Dinge privat zu halten, oder hätte die Welt mehr wissen sollen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Und wie immer, gefällt mir dieses Video, abonnieren für weitere herzliche Geschichten. Und drücken Sie die Glocke, damit Sie keinen wichtigen Moment verpassen.